Heute mal ein etwas anderes Video. Ich möchte euch nämlich etwas vorstellen. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, habe ich in letzter Zeit in meinen Videos eine Timer-Mod verwendet. Daran habe ich auch ein bisschen gearbeitet und das war dann auch der Grund für die wenigen Videos. Naja, jedenfalls will ich euch in diesem Video zeigen, wie man die Mod verwenden kann, also so eine Art Tutorial. Als erstes zur Installation. Die Mod ist aktuell für den Minecraft Java 1.21.5. Könnt ihr dann im Modwind runterladen. Bedeutet, jeder Client, der auf Modwind basiert, zum Beispiel der Nose Client, ermöglicht es, dass ihr das einfach mit wenigen Klicks edit, also ist ziemlich einfach. So, wenn ihr die Mod jetzt installiert habt, könnt ihr in-game mit dem Command /timer, also damit geht auch wirklich alles, einen Timer hinzufügen, genauer gesagt /timer_add, dann ein Name, zum Beispiel Challenge. Dann könnt ihr entscheiden, ob das ein Countdown oder eine Stoppuhr sein soll, also ob hoch oder runter gezählt wird. Es gibt auch schon ein paar voreingestellte Timer, zum Beispiel der 1 Stunde und 2 Stunden Timer. Könnt ihr natürlich jetzt erstmal auch nutzen. Naja, jetzt könnt ihr dann auch einfach die Zeit angeben, also einfach eine Zahl und dann die Einheit bedeutet, keine Ahnung, beispielsweise 1 Stunde 30 Minuten bedeutet 1H 30M, ja sowas halt. Dann könnt ihr den Timer auch einfach hinzufügen. Mit /timer start könnt ihr den dann auch starten. Da mehrere Timer gleichzeitig gespeichert werden, kann der aktuelle Timer, also der gerade angezeigt wird, über /timer set geändert werden, also beispielsweise /timer set 1 Stunde. Dann wird jetzt der 1-Stunden-Timer angezeigt. In Timer Set könnt ihr generell alles Mögliche mit den Timern machen. Ihr könnt die Zeit ändern. Dafür müsst ihr einfach /timer set time und einfach genau wie vorhin die Zeit eingeben. Dann könnt ihr auch nachträglich den Type vom Timer einstellen. Bedeutet, in den Countdown kann man dann zu einer Stoppuhr machen und so weiter. Spannend wird es aber erst jetzt mit den Farben. Hier könnt ihr entweder eine Farbe angeben, zum Beispiel Aqua oder Gold, oder ihr könnt Hexcodes verwenden. Da müsst ihr dann einfach in Anführungszeichen das Hashtag und dann den Code eingeben. Wenn euch das dann aber verständlicherweise zu langweilig ist, könnt ihr auch Gradients verwenden, wie man zum Beispiel immer bei BastiGRG oder so wie jemanden sieht. Dafür müsst ihr dann einfach /timer_set, dann den Namen, Gradient und dann 2 Hexcodes nach Wahl eingeben. Ich habe in die Beschreibung auch mal ein paar Hexcodes gepackt, die könnt ihr euch dann mal anschauen. Naja, jetzt könnt ihr jedenfalls auswählen, ob die Farbverläufe statisch oder animiert sein sollen. Statisch sieht dann so aus und animiert ist dann halt mehr oder weniger das gleiche, nur animiert. Dann gibt es noch Formattings, bedeutet ihr könnt den Timer bold machen, underlined und so weiter. Dafür müsst ihr einfach /timer_set den Namen und dann Formatting, bold oder was auch immer angeben. Gut, jetzt wo das erledigt ist, kann es natürlich passieren, dass der Timer einmal pausiert werden soll. Geht mit /timer_pause ganz einfach. Damit der Timer weitergeht, müsst ihr dann einfach nochmal das gleiche eingeben. Um den Timer zu resetten, einfach /timer_reset und dann den Namen. Zum Entfernen /timer_remove. Jetzt gibt es noch die Timer-Settings, also die allgemeinen Einstellungen. Da könnt ihr dann sowas angeben wie die Standardfarbe oder Prä- und Suffix. Also das ist quasi was vor oder nach dem Timer angezeigt wird. Der Finish-Text, das ist der Text, der dann angezeigt wird, wenn der aktuelle Timer vorbei ist. Bedeutet, wenn halt ein Countdown auf 0 ist oder wäre, könnt ihr dann natürlich aussuchen. Entweder steht da halt 0, dort steht der Timer mit dem Namen ist vorbei. In geschweiften Klammern Name eingeben und dann was auch immer. Animation Speed ist auch relativ interessant für animierte Gradients. Also bei 90, 100 ist es dann wirklich schnell. Dort sieht man dann teilweise Farben auch doppelt. Ihr könnt aber auch eine Minuszahl machen, bedeutet -90, dort ist die Animation dann quasi in andere Richtung. Gut, zuletzt noch Timer N bzw. Disable. Damit kann man den Timer eben enablen oder disablen, bedeutet es wird nichts angezeigt, es wird nicht gezählt, bla bla bla. Dann noch /timer_hell, damit kann man quasi in-game einfach nochmal so ein paar einfache Befehle nachschauen. Bedeutet, wie ein Timer hinzugefügt wird und so weiter. So, das war's jetzt auch. Fragen oder Probleme könnt ihr gerne auf meinen Discord-Server schreiben. Da wird sich dann garantiert jemand drum kümmern. Außerdem kann es sein, dass manche hier gesagten Dinge in Zukunft auch noch verändert werden. Bei Updates oder so. Aber generell kommt da noch Support für mehr Versionen dazu. Egal, ich hoffe, ihr habt alles verstanden.